Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Wir haben in Sibirien schon den richtigen Winter. Die Temperaturen schwanken aber ziemlich stark, von -10 bis -20. Wir hatten schon -30. Bei dieser Kälte bleibt man eher zu Hause. Die Stadt Irkutsk bereitet sich auf das Neujahrsfest vor. In diesem Video könnt ihr meinen Spaziergang im Stadtzentrum sehen. Das ist Kirov Park. Der Weihnachtsbaum ist schon aufgestellt. Die Eisblocken stehen schon da und daraus entstehen bald die Eisfiguren. Die Bäume sind mit Eis und Schnee bedeckt. Dabei sehen sie sehr schön aus. Ich lade euch ein, mit mir einen Spaziergang zu machen. Dabei möchte ich euch einige Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Also bleibt bitte dran. Los geht's! Übersiedlung nach Russland für ausländische Fachkräfte. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein neues Dekret unterzeichnet, das ausländischen Staatsbürgern die Möglichkeit eröffnet, nach Russland überzusiedeln, wenn sie bedeutende Leistungen vorweisen können oder einen Beitrag zur Entwicklung des Landes geleistet haben. Das Dekret trägt den Titel über die Unterstützung der Übersiedlung in die Russische Föderation von ausländischen Staatsbürgern und staatenlosen Personen, die für die Russische Föderation von Interesse sind, sowie über Besonderheiten ihres Rechtsstatus in der Russischen Föderation und wurde am 2. Dezember unterzeichnet. Wer kann einen Antrag stellen? Das Dokument nennt mehrere Kategorien von Personen, die als für Russland von Interesse anerkannt werden können. Personen, die besondere Erfolge in Wissenschaft, Sport, Produktion der Kreativwirtschaft, Kultur oder im Studium vorweisen können. Personen, die einen Beitrag zur Entwicklung der russischen Gesellschaft, Wirtschaft, Verteidigung oder Sicherheit geleistet haben. Fachkräfte mit besonders gefragten beruflichen Kompetenzen oder Qualifikationen. Bereits im Oktober hatte Putin darauf hingewiesen, dass Russland Arbeitskräfte benötige. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig es sei, dass genau jene Spezialisten ins Land kommen, die für Russland relevant sind und dass sie die geltenden Gesetze einhalten. Zudem wird daran erinnert, dass bereits im Jahr 2024 ein anderes Dekret erlassen wurde. Dieses erleichtert die Übersiedlung für Ausländer, die die neoliberale ideologische Ausrichtung ihrer Herkunftsländer nicht teilen und stattdessen die traditionellen geistig-moralischen Werte Russlands unterstützen. Umlenkung staatlicher Mittel in die Mietwohnungen statt Steuervergünstigungen. In Russland müsse die staatliche Wohnraumpolitik neu ausgerichtet werden, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Bauwesen und Wohnungswirtschaft Svetlana Razvorotnewa. Ihrer Ansicht nach sollten Haushaltsmittel nicht vorrangig in Vergünstigungen für den Wohnungskauf fließen, sondern in den Ausbau des Mietwohnungsmarktes oder in Unterstützungszahlungen für Mieter. Auslöser der Diskussion war ein Vorschlag von Sergei Mironow, dem Vorsitzenden der Fraktion Gerechtes Russland. Er forderte den Steuerabzug beim Wohnungskauf um das 2,5-fache zu erhöhen. Mironow erinnerte daran, dass der aktuelle Standard vor 11 Jahren festgelegt wurde und die Preise am Erstmarkt seitdem in ähnlichem Umfang gestiegen seien. Razvorotnewa stimmte zu, dass der derzeitige Steuerabzug nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Kosten abdeckt und keinen entscheidenden Einfluss auf die Erschwinglichkeit von Wohnraum hat. Ihrer Meinung nach braucht es jedoch eine grundsätzlich andere Ausrichtung der staatlichen Politik. Sie wies darauf hin, dass heute erhebliche Haushaltsmittel für die Unterstützung jener Bürger ausgegeben werden, die auch ohne staatliche Vergünstigungen in der Lage wären, eine Wohnung zu kaufen, etwa über vergünstigte Hypothekenprogramme. Gleichzeitig
bleibe der Kauf einer Wohnung für viele Familien, insbesondere in Großstädten, unerreichbar, unabhängig von Zinssätzen oder Steuervorteilen. Vor diesem Hintergrund sei es sinnvoller, so die Abgeordnete, staatliche Gelder in den Bau von Mietwohnungen oder in Mietkostenzuschüsse umzuleiten. Dies könne den Wohnraumbedarf jener Menschen tatsächlich verbessern, für die ein Wohnungskauf längst keine realistische Option mehr sei. Kleine Städte verlieren Einwohner. Hunderte kleine Städte in Russland laufen langfristig Gefahr zu verschwinden. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Bericht des russischen Meinungsforschungsinstituts. Junge Menschen ziehen weg, die ältere Bevölkerung nimmt ab und neue Bewohner kommen kaum nach. Dadurch schrumpft die Zahl der Haushalte kontinuierlich. Die Untersuchung zeigt, dass hinter dem Wegzug weiter mehr steht als der Wunsch nach einem höheren Einkommen in Großstädten. Ausschlaggebend sind auch unzureichende Infrastruktur, begrenzte Karriere- und Bildungsmöglichkeiten sowie das Fehlen einer positiven Zukunftsperspektive. Vor allem junge Menschen empfinden diese Einschränkungen deutlich. In Millionenstädten blicken 53% der 18- bis 24-Jährigen optimistisch in die Zukunft. In kleinen Städten sind es lediglich 33%. Zudem wären 38% der Russen bereit, umzuziehen, wenn ihnen ein besserer bezahlter Job angeboten würde. Langfristige Urbanisierungsdaten verdeutlichen einen klaren Trend. Zwischen 1950 und 2030 wird die Bevölkerung außerhalb der Städte um 36% zurückgehen, während sie in Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern um 25% wachsen wird. Viele Bewohner kleiner Städte setzen ihre Hoffnung auf Verbesserungen, vor allem in der Arbeit der lokalen, regionalen und föderalen Behörden. Kürzung der Liste verbotener Berufe für Frauen. In Russland soll die Liste der Berufe, die Frauen offiziell nicht ausüben dürfen, bis Dezember 2027 erneut verkleinert werden. Dies geht aus dem vom russischen Regierungskabinett verabschiedeten Dokument zur Umsetzung des nationalen Geschäftsmodells hervor. Die Änderungen betreffen den Transportsektor sowie die verarbeitende Industrie. Bis März 2027 sollen das Gesundheitsministerium, Rospotrebnadzor und die Föderale Medizinisch-Biologische Agentur eine aktualisierte Liste vorlegen. Grundlage dafür wird eine umfassende Überprüfung der Arbeitsbedingungen sein, einschließlich einer Bewertung möglicher Risiken für Beschäftigte. Darüber hinaus sieht der Plan wissenschaftliche Untersuchungen vor. Dabei soll erforscht werden, wie schädliche Produktionsfaktoren auf Frauen wirken, unter Berücksichtigung anatomischer und psychophysiologischer Besonderheiten. Die Diskussion um sogenannte unweibliche Berufe dauert bereits seit Jahren an. Im Jahr 2021 schlug die damalige Duma-Abgeordnete Oksana Puschkina vor, die Liste vollständig abzuschaffen und bezeichnete sie als überholt und diskriminierend. Eine vollständige Abschaffung erfolgte nicht. Jedoch reduzierte die Regierung die Liste deutlich, von 456 Positionen auf 100. Vollständiges Verkaufsverbot von E-Zigaretten. In der Staatsduma wird eine Initiative vorbereitet, die den vollständigen Verkaufs- und Vertriebsstopp von E-Zigaretten in Russland vorsieht. Die Änderungen wurden von einer Gruppe von Abgeordneten ausgearbeitet. Der Entwurf sieht ein vollständiges Verbot des Verkaufs, der Verbreitung und des Umlaufs elektronischer Nikotinabgabesysteme vor, einschließlich der Geräte selbst und der zugehörigen Flüssigkeiten. Gleichzeitig sollen die Strafen für den illegalen Handel mit solchen Produkten sowie für die Einbeziehung Minderjähriger in deren Konsum deutlich verschärft werden. Das Verbot von E-Zigaretten ist längst überfällig. Es gibt zahlreiche Studien, die deren gesundheitsschädliche Wirkung belegen.
Gleichzeitig werden E-Zigaretten seit Jahren als modisches und angeblich sicheres Gerät vermarktet, womit vor allem bei Jugendlichen eine rasch entstehende Nikotinabhängigkeit gefördert wird, deutlich schneller als beim herkömmlichen Rauchen. Also liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen und Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare und Fragen. Jede Woche versuche ich etwas Interessantes für euch zu finden, damit ihr auf dem Laufenden bleibt und Bescheid wisst, was in Russland aktuell passiert. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Tschüss!